Drone X Pro, die neue und extrem günstige Superdrohne, die der DJI Mavic Pro und der DJI Mavic 2 Konkurrenz machen soll. Hier unser Test mit extrem überraschendem Ausgang. Willkommen auf drohnen.de. In den letzten Wochen und Monaten gab es einen extrem großen Hype um eine Superdrohne mit dem Namen Drone X Pro. Es gab riesen Marketingkampagnen für die Drohne und überall in aller Munde war, dass das die neue Superdrohne ist, die die Mavic Pro oder die Mavic 2 Zoom und Pro ablösen soll und das für einen extrem günstigen und unglaublichen Preis von um die 100 Euro. Es haben uns auch sehr viele Leser angeschrieben und viele Zuschauer von unserem YouTube-Kanal, ob wir uns das Ganze nicht mal angucken können und ob das überhaupt sein kann und was wir davon halten. Und das wollen wir euch jetzt in diesem Test mal vorstellen. Vorab sei angemerkt, es gibt einen extrem überraschenden Ausgang und viele überraschende Fakten. Von daher auf jeden Fall auch bis zum Schluss und bis zum Fazit anschauen. Und damit legen wir jetzt mal los. Bei unseren Recherchen zur neuen Superdrohne, die wir euch auch gleich eben im Detail zeigen werden, gab es bereits den ersten Schock. Wir haben uns das Teil genau angeguckt, die Drone X Pro und die Marketingkampagnen und die Webseite vom vermeintlichen Hersteller und haben herausgefunden, dass das eigentlich gar nicht das Originalprodukt ist, sondern dass das Originalprodukt die Eachine E85, wie man auch immer das man ausspricht, wahrscheinlich ein chinesischer Name, ich kann es euch nicht genau sagen, aber ich nenne es mal Eachine 85, das ist eigentlich das baugleiche, 100% identische Originalprodukt, was nur eine clevere Firma mit cleverer Marketingkampagne eben unter diesem neuen Namen Drone X Pro verkauft. Und jetzt kommt die erste Überraschung. Viele vermuten und bestellen deswegen die Drohne ziemlich schnell, dass dieser Preis von 100 Euro schon ein extrem günstiger Preis ist, wenn man überlegt, dass eine Mavic Pro eben um die 1000 Euro kostet und eine Mavic 2, je nachdem welche Variante, ob die Pro oder die Zoom, um die 1300, 1500 Euro, was eben die aktuellen Preise sind. Von daher schlagen eben viele direkt zu bei diesen 100 Euro. Das Originalprodukt, die Eachine E58, kostet aber sogar nur 39 Euro, ist das 100% identische Produkt und das ist schon mal eine extrem krasse Wendung, wo wir schon überlegt haben, ob der Test überhaupt sinnvoll ist. Aber wenn alle Ankündigungen stimmen und das Produkt wirklich ähnlich von diesen Modellen ist, dann ist das natürlich eine noch größere Innovation, wenn man für 39 Euro das gleiche oder halbwegs was Ähnliches bekommt wie diese 1000 Euro Produkte. Also haben wir uns das Produkt, nicht die Drone X Pro, sondern das Originalprodukt, die Eachine E58, einfach mal bestellt. Das Gerät ist da und wir beginnen mit dem Unboxing und das ist das, was wir gesendet bekommen haben. Das ist, wie es auch auf der Verpackung schon draufsteht, die Eachine E58. Wir haben hier auch die Kreuzchen drauf mit einem Akku, die Variante, und mit der 720p Auflösung, also mit der großen Kamera. Ich war erstmal ziemlich verwundert, als ich das Paket in der Hand habe und hatte erst die Vermutung, man hat uns vielleicht nur die Fernsteuerung geschickt, weil wenn man sich die Mavic-Drohnen mal anschaut, dann ist es schwer zu glauben, dass das Ganze, was die kann, hier in dieses Paket reinpassen soll. Das schauen wir uns jetzt mal an, indem wir das Ganze hier mal aus der Verpackung rausholen. Die Verpackung schon bei weitem natürlich nicht so hochwertig, wie man das von den DJI-Produkten kennt, aber wie soll es auch machbar sein? Man muss immer dran denken, wir reden hier von 39 Euro und wir testen die Drohne eben auch unter dem Gesichtspunkt 39 Euro, also mit diesem großen Preisvergleich oder Preisvorteil. Und jetzt schauen wir uns mal an, was wir dabei haben. Wir haben eine Anleitung dabei, das ist schon mal sehr löblich. Bei China-Produkten typischerweise maximal in Englisch, wenn überhaupt. Hier die große Überraschung, es steht zwar außen nicht drauf, aber die Anleitung hat drin auch ein großes deutsches Kapitel. Und es ist auch gutes Deutsch, also es ist nicht irgendwie gebrochen formuliert, also man kann es klar verstehen. Die Anleitung hilft, es sind alle Funktionen mit drin, die man braucht. Hier also schon mal ein großer Pluspunkt für das Produkt selber. Schauen wir mal, was wir noch in der Plastikverpackung finden. Und unglaublich, die Drohne ist mit drin. Aber die Drohne, wenn man mal guckt, minimaler Unterschied, würde ich sagen.
Baugröße ist viel, viel kleiner. Das Gerät wiegt, wir haben es auf der Waage gehabt, 97 Gramm. Die Mavic 2 und Mavic 1 Modelle liegen ungefähr bei 900 Gramm. Also ein Zehntel davon letztendlich bei der Baugröße. Obwohl die Verarbeitung, sage ich mal, jetzt erst wirklich einen guten Eindruck macht. Also es ist ein schönes, mattes Obermaterial. Es ist offensichtlich eine Faltdrohne. Wir haben faltbare Propeller mit dran. Die Propellerärmchen sind zusammengefaltet. Also erstmal ein schicker Eindruck, obwohl es natürlich auch sehr leicht und sehr klein ist. Das Ganze schauen wir uns gleich nochmal im Detail anschauen, aber nochmal, was in der Verpackung mit drin ist. Hier haben wir noch eine Fernsteuerung. Lege ich erstmal beiseite, dass wir erstmal alle Komponenten zusammen haben. Dann haben wir ein Ladekabel, ein USB-Ladekabel ohne Netzteil, aber eben mit Standard-USB-Anschluss, sodass man es an jedem Handy-Ladegerät mit laden kann. Und wir haben noch einen Beutel mit immerhin 2 Ersatzpropellern, also auch der gleichen Ausstattung wie die Original DJI Mavic Modelle, wo man auch eben einen rechtsdrehenden, einen linksdrehenden faltbaren Propeller mitbekommt. Und man bekommt noch einen kleinen Schraubenzieher mit dabei, da die Fernsteuerung keinen integrierten Akku hat, sondern AAA-Batterien rein müssen und die sind hinten verschraubt und selbst dafür hat man einen Schraubenzieher beigelegt, was erstmal schon den guten Eindruck eines Komplettpaketes vermittelt. Das Ganze bekommt ihr zum Beispiel bei großen chinesischen Versandhäusern wie Gearbest oder wie Banggood eben zu diesen 39 €. Das ist sogar die große Variante mit der großen Kamera, mit einer 720p Kamera. Es gibt auch noch eine kleinere Variante mit 480p Kamera, aber wir haben extra die Variante genommen, die auch baugleich ist mit der Drone X Pro. Und selbst diese große Variante kostet eben nur die 39 €. Es gibt noch andere Varianten mit Zusatzakkus, die haben wir aber nicht bestellt, weil bei der Drone X Pro auch nur ein Akku dabei ist. Von daher wirklich das identische, baugleiche Produkt mit der gleichen Ausstattung wie das, was dort eben beworben wird. Für die, die sich bei China-Bestellungen nicht auskennen, also Banggood und Gearbest, wir blenden euch hier auch nochmal die Bezugsquellen ein in einem Artikel von uns, da könnt ihr wirklich ohne Probleme bestellen und auch ohne euch Gedanken zu machen. Das sind ähnliche Marktplätze wie Amazon, also da kommt auch wirklich alles immer an, das ist alles hieb- und stichfest und die Versandkosten sind extrem günstig. Viele denken, aus China raus nach Deutschland schicken kostet halt extrem viel. Die Versandkosten liegen um die 2 bis 3 €. Ich möchte an dieser Stelle auch noch mal kurz eben auf diese Marketingkampagnen und so weiter zu sprechen kommen. Es ist eigentlich nicht unüblich, dass eine Firma aus China irgendwelche Produkte einkauft, einen eigenen Namen draufdruckt, das Ganze dann teurer verkauft, dafür vielleicht auch den Versand direkt aus Deutschland übernimmt. Das weiß ich gar nicht, ob diese Drone X Pro dann vielleicht auch aus China kommt oder direkt aus Deutschland verschifft wird. Es ist halt der dreifache Preis, das ist schon mal ein ordentlicher Aufschlag. Was mir wirklich extrem negativ aufstößt, da will ich auch nicht sagen, wer genau dahinter steht, aber man findet im Netz sehr viele Testberichte über die Drone X Pro, eben nicht über die Erdschine E58, sondern die Drone X Pro, die überall in den Himmel gelobt wird. Da steht einmal drin, dass sie quasi vergleichbar ist mit den Mavic-Modellen, was wir uns gleich nochmal anschauen. Wenn man die Testseiten sich anguckt, sieht man aber schon am Ansatz, dass das wirklich gefakte Testseiten sind. Das heißt, es sind, wenn man genauer auf der Seite rumklickt und guckt, was noch auf der Seite ist, eigentlich fast sonst nichts drauf. Da sind noch ein, zwei andere Modelle, die getestet sind, zum Beispiel eine Phantom 4 und eben die Original Mavic 2. Ansonsten sind die Seiten komplett leer, sehen aber auf den ersten Blick gar nicht so aus, sind alle fast von dem gleichen Betreiber. Und letztendlich wird für die Vorstellung dieses Produktes, also der vermeintlichen Drone X Pro oder der Erdschine E85, werden nicht nur oder nicht Originalbilder verwendet von diesem Gerät, sondern man findet da auch Bilder von den echten Mavic-Modellen, die quasi so eingeflochten werden, als wäre diese Drohne identisch mit der, hätte auch die gleiche Größe. Man sieht die Fotos immer so aufgenommen, dass man keinen Größenvergleich sieht. Also man vermutet, man bekommt hier auch diese Größe gesendet. Und sie hätte wirklich die identische Bauform und die identischen Funktionen. Man sieht eindeutig den Gimbal unten dran, man sieht diese Kamera, also Originalbilder von dieser Drohne, wo lediglich der Aufdruck, also Mavic Pro, einfach entfernt wurde, entweder im Photoshop oder wirklich von der Drohne abgekratzt. Man kann das teilweise auf den Fotos auch sogar noch sehen und das ist natürlich was extrem negativ aufstößt und keine Verkaufstaktik sein sollte, wer auch immer diese ganzen Fake-Seiten ins Leben gerufen hat. Man sieht zum Beispiel auch schon an den Fotos, erkennt ihr ja hier die Mavic-Modelle, die einen echten Gimbal haben, die also einen Bewegungsausgleich vom Kamerabild automatisch machen, also so eine Stabilisierung, die wirklich perfekt und kinoreif funktioniert. Wenn ihr euch jetzt mal hier die Erdschine anguckt, die hat überhaupt gar keinen Gimbal dran.
Die hat ja auch nur eine sehr kleine Kamera, da schauen wir uns gleich mal die Bildqualität an, da bin ich sehr gespannt. Und sie kann zwar den Tiltwinkel, also den Nickwinkel nach unten, den Neigwinkel von der Kamera verändern, aber das muss man manuell machen. Das heißt, man muss hier mit dem Finger den Gimbal runterwärts in die Position ziehen, den man nachher haben will, den Winkel. Der ist fest eingestellt, das kann man während des Fluges natürlich auch nicht mehr verändern. Und das war's. Das ist schon mal was schon beim Unboxing hier auffällt, was einfach natürlich nicht in vergleichbarer Art und Weise ist. Wir gucken uns das Ganze jetzt aber trotzdem eben unter diesem 39-Euro-Aspekt an. Die Kamera, wie vorhin schon erwähnt, ist eine 720p-Kamera mit Fotos in der Auflösung von 2 Megapixeln. Die Original Mavic 2 Modelle im Vergleich immer 4K-Kameras, also schon eine viel höhere Auflösung mit um die 12 Megapixel Fotomöglichkeiten. Da legen wir euch nachher gleich in den Live-Tests dann nochmal das Fotomaterial 1:1 zusammen. Die Eachine, auch ein klappbares Design, hier ähnlich wie bei der Mavic zusammengeklappt und hier die Mavic 2 mal ausgefaltet. Das funktioniert auch eigentlich sehr gut, wenn man es in der richtigen Reihenfolge macht, also die kleinen Ärmchen mal ausgefaltet, dadurch auch extremst kompakt die Drohne. Im Übrigen durch die vorhin genannten 97 Gramm braucht ihr hierfür auch kein Kennzeichen. Es gibt keine Kennzeichenpflicht, weil Kennzeichen sind erst ab 250 Gramm notwendig. Das heißt, für die Mavic-Modelle müsst ihr euch ein Drohnenkennzeichen besorgen. Blende ich euch hier oben mal ein, wo ihr das herbekommt. Für die Eachine E58, ich drehe das anscheinend ab und zu mal, vielleicht habe ich auch vorhin was Falsches gesagt, also E58 nochmal, um es genau zu nennen. Dort braucht ihr kein Kennzeichen und das Ganze sieht dann so aus, wenn es ausgefaltet ist. Ihr habt an der Unterseite auch einen SD-Karten-Slot, wo ihr eine SD-Karte als externes Speichermedium reinmachen könnt, um eure Fotos aufzunehmen, und ihr habt hier hinten den Akku drin. Einer ist dabei. Ihr solltet, wenn ihr das Paket bestellt, aber dann noch die 3–4 Euro mehr ausgeben und mindestens 3 dazu nehmen, denn die Flugzeit laut Angaben liegt so zwischen 5 bis 8 Minuten, was nicht schlecht ist für so eine kleine Drohne, aber um eben mehr Fun und Spaß zu haben, macht es Sinn, mehrere Akkus gleich mitzubestellen, sodass man länger in der Luft bleiben kann und nun mal schnell wechseln muss. Die Größe, der Vollständigkeit halber, sei es erwähnt, liegt bei 27 x 19,5 x 5 Zentimetern. Hier nochmal der Vergleich von beiden, also ungefähr, ich würde mal sagen, die originalen Mavic-Drohnen 5-mal so groß, grob gerechnet. Und jetzt wollen wir das Ganze natürlich mal in die Luft bringen und schauen, wie fliegt das Teil, wie ist die Auflösung der Fotos und ja, prinzipiell den Vergleich ziehen zu den großen Drohnen und ob es wirklich möglich ist, mit 39 Euro eine 1000-Euro-Drohne zu schlagen. Auch nochmal der erste Eindruck der Fernsteuerung. Die Mavic-Modelle haben natürlich hier ein LCD-Display, die verschiedene Fluginformationen mit anzeigt. Das gibt es hier für 39 Euro natürlich nicht. Auch die Fernsteuerung extrem gut kopiert, sage ich mal. Sehr ähnliches Outfit. Man hat die 2 Steuerknüppel, man hat einen An- und Ausschalter, man hat hier unten auch die Möglichkeit, genauso wie bei den Mavic-Modellen, hier kann man ja das Smartphone mit reinklipsen, um die App zu starten, um dann das Live-Bild sich in der App anschauen zu können. Also wirklich live quasi zur Kamera im Fliegen rauszuschauen. Das Unglaubliche ist, das Gleiche funktioniert hier auch. Das heißt, ich habe hier natürlich einen wesentlich wackeligeren Mechanismus, den ich hier ausziehen kann. Dann kann ich hier mein Handy reinklipsen. Das funktioniert trotzdem prinzipiell erstmal ganz gut. Und es gibt auch eine App dazu. Die App kann man dann starten. Die App heißt JY-UFO, findet sich im App Store und sicherlich auch im Play Store. Komisch ist schon, dass der Name gar nichts mit der Drohne zu tun hat, also weder mit der Eachine noch mit der Drone X Pro. Das lässt aber darauf schließen, dass das irgendwo Universalkomponenten sind, die hier verbaut sind, also die Flugsteuerung und auch die App dazu, also dass man es in vielen anderen Drohnen auch findet, die dann eben einfach nur andere Gehäuse haben. Das muss aber nicht unbedingt ein Nachteil sein, das schauen wir uns nachher mal im Vergleich an. Die Antennen hier oben, auch gleich wie bei der Mavic zum Ausklappen, sind nur Fake. Da ist kein Kabel, nichts drin. Wir haben das ganze Teil mal zerlegt und uns im Detail angeschaut. Also die könnt ihr auch eingeklappt lassen. Ihr habt hier nochmal einen Knopf für Start und Landung, also automatisches Starten, automatisches Landen. Auch erstmal vergleichbar mit den Mavic-Modellen. Ihr habt hier oben verschiedene Funktionstasten, und zwar einmal für Aufnahme starten, Aufnahme beenden. Auf der linken Seite einen Knopf. Ab geht's in die Luft. Die Drohne flach auf den Boden gestellt, dass sich die IMU, also die Lagesensoren, die die Drohne genauso wie die Mavic-Modelle auch haben, die die Lage in der Luft genau erkennen können, dass sich die erstmal kalibrieren können. Daher ganz wichtig, ganz flach hinstellen, dann die Drohne zuerst anschalten. Die macht ein eigenes WLAN auf, das Ganze ist auf 2,4 GHz basierend. Mit dem WLAN könnt ihr euch mit dieser
JYUFO-App dann verbinden, indem ihr in euer Smartphone in die WLAN-Einstellungen reingeht, dann das WLAN sucht, was die Drohne aufgemacht hat, euch eigentlich einfach damit verbinden. Dann startet ihr die App und in der App seht ihr dann schon das Live-Bild, genauso wie bei der Mavic 2 auch. Guckt ihr live zur Kamera raus, das ist schon mal ziemlich cool. Dann müsst ihr aber vor dem Start die Fernsteuerung und die Drohne immer erst nochmal manuell verlinken. Das wird auch nicht gespeichert, das müsst ihr jedes Mal wieder machen, ist aber keine große Aktion. Auch die Fernsteuerung einschalten mit dem mittleren Knopf und dann den Steuerknüppel einmal ganz nach oben drücken, einmal ganz nach unten drücken. Dabei wird das Ganze nochmal mit einem Piep bestätigt, auch die Blinkfrequenz der Drohne ändert sich. Beides ist gepaart, zumindest für den Flug, bis ihr das Ganze wieder ausstellt. Und dann könnt ihr starten, indem ihr auf der Fernsteuerung einfach den Starten, also den Pfeil nach oben Button drückt und es geht los. Die Drohne fliegt und sie liegt erstmal relativ stabil in der Luft. Man muss immer im Kopf behalten, sie hat keinen GPS, das heißt, sie weiß nicht, wo sie sich genau befindet, kann also, wenn sie langsam abdriftet durch Wind oder irgendwas Ähnliches, nicht gegensteuern, weil sie ja nicht weiß, wo sie ist. Sie hat auch keine Bodenkamera, um an der Bodenmustererkennung, wie zum Beispiel eine Tello-Drohne, zu erkennen, dass sie abdriftet. Das heißt, das ist ganz fair, dass sie sich eben in der Luft bewegt und man selber gegensteuern muss gegen Wind. Innen merkt man das überhaupt nicht, wenn man indoor fliegt. Denn da sind ja keine Windbewegungen und da liegt sie wirklich sehr stabil in die Luft. Sie hat aber ein Barometer mit drin. Das heißt, über das Barometer kann sie auf Zentimeter genau ihre Höhe erkennen und die hält sie auch automatisch. Man muss also nicht ständig hoch und runter gegensteuern, sondern sie hält sehr stabil die Höhe und das funktioniert auch sehr gut. Dann habt ihr hier verschiedene Fine-Tune-Buttons, das gibt es bei den Mavic-Modellen nicht, ist hier aber nötig, weil die Drohne gar kein eigenes GPS hat. Das heißt, bei Wind oder eben auch durch kleine Unwuchten kann die Drohne immer mal ein bisschen driften in irgendeine Richtung und ähnlich wie beim ferngesteuerten Auto könnt ihr über diese Knöpfe das Driften kompensieren, indem ihr sie erstmal wieder mit den Knöpfen vorwärts, zurück, rechts, links auf 0 stellt. Ihr könnt in der App auch einstellen, dass diese Einstellungen gespeichert werden, sodass sie dann gut in der Luft liegt. Erstmal eine geschickte Funktion. Jetzt gucken wir uns mal die Flugstabilität an. So sieht es aus, wenn man mit der Drohne draußen fliegt. Das war so mittlere Windgeschwindigkeit, war schon ein bisschen Wind, aber jetzt auch nicht extrem viel, aber es war auch nicht windstill. Das heißt, man muss hier schon ein bisschen steuern, um das Gerät bei sich zu halten. Das heißt, da ist schon ein bisschen Können gefragt, sage ich mal. Das sollte man als Anfänger nicht machen, gleich mit der Drohne nach draußen zu gehen. Wenn wir uns im Vergleich mal die Mavic-Modelle anschauen, in dem Fall hier die Mavic 2, aber das macht eigentlich bei den beiden keinen Unterschied oder auch bei einer Mavic Air und so weiter keinen Unterschied, dann sieht man hier, dass die wie ein Fels in der Brandung liegen. Bei gleicher oder sogar noch stärkerer Windgeschwindigkeit, die bewegt sich keinen Millimeter, die weiß über GPS-Position eben, wo sie steht, hält die Position, wenn man nicht will, dass sie irgendwo hinfliegt und lässt sich natürlich ganz anders steuern, weil sie hat megamäßig viel mehr Power, um eben gegen den Wind anzukommen. Also das ist wirklich ein Vergleich, den man gar nicht ziehen braucht, wobei ganz klar zu sagen ist, für 39 € hat die wirklich Power, lässt sich gut fliegen und macht auch richtig gut Laune. Also das hätte ich bei weitem nicht erwartet. Wenn wir uns das Ganze jetzt nochmal indoor angucken, wo man eben diese Windeffekte nicht hat, dann steht sie da wirklich extrem stabil. Man kann ganz genau justieren, wo man hin will. Man kann das Fliegen gut lernen. Man braucht natürlich große Räumlichkeit. Was ich auch vergessen hatte, euch vorhin mit zu zeigen, das ist nämlich hier noch mit drin. Man hat sogar noch Prop Guards mit drin. Also unglaublich für 39 €, wie viel Zubehör man hier kriegt, was man für andere Drohnen noch zusätzlich kaufen muss. Das heißt, Prop Guard bedeutet, das kann ich hier an die Propellerarme dran klipsen. Das sind so kleine Auslegerchen. Und die halten dann einfach nochmal Abstand. Das heißt, wenn man irgendwo indoor fliegt und mal in Richtung einer Wand fliegt, dann kommen nicht gleich die Propeller gegen die Wand und hinterlassen entweder Schäden an der Wand oder gehen eben auch kaputt, sondern federn die Drohne quasi ab. Der Nachteil davon ist wieder, sie machen natürlich die Drohne schwerer, das heißt, die Flugzeit geht ein bisschen runter und die Manövrierfähigkeit leidet auch, aber sicherheitshalber für Anfänger auf jeden Fall zu empfehlen, die kleinen Dinger mit dran zu machen, um eben die Drohne und sein Heimequipment ein bisschen zu schonen. Hier indoor schauen wir uns auch gleich nochmal die Geschwindigkeiten an, die ich, wie gesagt, hier rechts oben über den Hebel steuern kann. Und dann sieht man, es wird natürlich nicht die Motorleistung erhöht, sondern nur der Neiggrad, wie weit die Drohne es erlaubt, sie in eine Richtung zu neigen, wird erhöht in 3 Schritten. Jeweils mit Piepsen, mit einem Pieps, 2 Piepse und 3 Piepse sieht man, in welcher der 3 Stufen man ist, bevor man wieder von vorne anfängt. Und dadurch ist natürlich dann eine höhere Geschwindigkeit möglich, umso weiter sich die Drohne in eine Richtung neigt.
Outdoor zeigen wir euch jetzt hier gleich nochmal den Flip. Das Ganze sieht so aus. Es wird einfach ausgelöst, indem man diese Flip-Taste, also die zweite hier rechts unten, glaube ich, ist es, indem man die einmal drückt, wird mit einem Piep bestätigt. Und dann kann man sogar auswählen mit dem linken Steuerknippel, indem man diesen nach links oder nach rechts neigt, ob man den Flip nach rechts oder nach links eben machen will. Das ist eine ziemlich coole Geschichte, funktioniert auch ziemlich gut. Man sollte eine Minimalhöhe haben, weil die Drohne natürlich nach dem Flip erstmal ein bisschen absackt, weil sie an Höhe verliert. Funktioniert aber echt gut und ist ein cooles Gimmick, was die Mavic 2 und Mavic 1 Modelle von DJI definitiv nicht können. Jetzt aber Butter bei die Fische. Wie sieht die Video- und Fotoqualität aus? Also, wir haben hier mit der Eachine E58 mal einige Aufnahmen gemacht. So sieht das Videomaterial aus. Wenn ihr euch das mal anschaut, seht ihr, dass es natürlich extrem verwackelt ist, weil die Drohne keinen Gimbal hat, um diese Verwacklungen auszugleichen, und das Videomaterial, man kann es sehen, wie man will, aber es ist einfach nicht brauchbar. Was soll man damit machen? Man kann es wieder Social Media irgendwo online stellen. Das ist wirklich eine Fun-Geschichte. Ihr habt da ein paar Aufnahmen, die ihr, keine Ahnung, eigentlich nicht verwenden könnt. Es hilft aber, weil man kann durch das Live-Bild ja, wie gesagt, auf dem Smartphone rausgucken, hat da seine Position ein bisschen besser. Es ist für reinen Fun-Faktor mal eine coole Geschichte. So sieht das Ganze aus, wenn ihr das mit einer Mavic oder Mavic 2 macht, im Vergleich. Das Material ist natürlich gigantisch, bombastisch. Das ist hier nochmal das gleiche Szenario, einfach im Vergleich. Und auch sonst, wenn ihr irgendwo unterwegs seid, könnt ihr da quasi kinoreife Aufnahmen ohne Probleme von drehen. Das Bild ist gestochen scharf, die Drohne mit der Gimbal-Geschichte, das Bild ist, man sieht keine Bewegung, es ist einfach mega. Hier nochmal die Fotoaufnahmen im Vergleich. Hier ein Foto von der Eachine E58 und hier mal ein Foto von der DJI Mavic 2, aber selbst eine Mavic 1 Pro nimmt oder gibt sich da nicht viel. Also es ist schon nochmal ein Unterschied, aber im Vergleich zu dem, was wir jetzt hier von der Eachine sehen, braucht man da, um Details zwischen den Modellen nicht mehr zu sprechen, sondern das sind natürlich Welten, die dazwischen sind. Schauen wir uns jetzt nochmal die App an, denn auch die Flugfunktionen, die ja maßgeblich über die App gesteuert werden, sollen auch angeblich sehr vergleichbar sein wie die von den Mavic-Modellen. Wenn man die App sich selber schon mal anguckt, sieht man, dass sie neben dem komischen Namen, der nichts mit der Drohne hat, auch ein sehr schlechtes Design hat. Das ist eigentlich ein bisschen schade, weil die Drohne, wie gesagt, ist prinzipiell ein sehr cooles und gutes Gerät für die 39 € und das schlechte Design beruht ja nur auf den Hintergrundbildern und den Icons da drin. Wenn man das ein bisschen schicker gemacht hat, was für einen App-Hersteller wirklich nur 2 Minuten Arbeit gewesen wäre, dann wäre das eigentlich eine coole App, denn es gibt auch viele coole Funktionen. Man kann die Eachine nämlich entweder mit der Fernsteuerung steuern, das können die Mavic-Modelle übrigens auch. Also nicht das, sondern das, was jetzt kommt, nämlich man kann sie auch nur über das Smartphone steuern, ohne Fernsteuerung. Es geht nicht gleichzeitig, das heißt, die Fernsteuerung muss aus sein und man muss sich dann nur über die App einloggen. Man muss dann dieses kleine Schlösschen drücken, um das Ganze zu entsperren. Dann werden die Motoren gestartet und dann bekomme ich eben, wenn ich das einschalte, bekomme ich Joysticks eingeblendet auf den Screen und kann diese dann bewegen und mit diesen steuern. Ich empfehle euch, das auf jeden Fall nicht zu machen, weil es geht nicht so gut. Man hat ein schwierigeres Gefühl. Man kann auch nicht schnell zurückwechseln, weil das geht nicht ohne weiteres, ohne die Drohne auszuschalten. Also wenn dann höchstens mal Indoor probieren und wenn sie dann doch irgendwie abdriftet und man kommt nicht zurecht, dann wird es wirklich hakelig und dann ist die Drohne ruckzuck weg, wenn der Wind stark genug ist. Prinzipiell aber eine coole Funktion. Man kann sogar, wenn man hier das andere Icon mit anklickt, das so einstellen, dass man über die Bewegung vom Smartphone, also nicht über den Joystick, indem man die Hände drauflegt, sondern über die Neigung die Drohne steuert. Aber das auch eher ein bisschen hakelig und dadurch, dass man kein GPS hat und wenn alles loslässt, die Drohne eben nicht stehen bleibt, sondern ihre Impulsgeschwindigkeit mitnimmt oder vom Wind irgendwo hingetragen wird, empfehle ich euch, das Ganze erstmal nicht zu machen. Auch die Funktionen, die wir hier an der Fernsteuerung haben, also Video, Foto starten, kann man über die App machen. Man kann auch das Barometer übrigens ausstellen, dass sie ihre Drohne nicht mehr selber hält, sondern dass man das dann über den Joystick, über die eingeblendeten Joysticks machen kann. Und es gibt sogar eine Autopilot-Funktion. Das ist natürlich jetzt ganz verrückt, weil das ist wirklich auch eine der Funktionen von den Mavic-Modellen, beziehungsweise bei der Mavic 2 haben da alle lange drauf gewartet und die kam jetzt erst viel, viel später raus, die sogenannte Waypoints-Funktion. Das soll die kleine Drohne auch haben. Ärgerlich schon mal, das Ganze funktioniert anscheinend nur, wenn man eben diesen Headless-Mode, den ich euch wie gesagt nicht empfehle, wenn man den aktiviert hat. Und dann wird der rechte Joystick ausgeblendet und man kann auf dem Bildschirm einfach einen Pfad skizzieren, wo die Drohne lang fliegen soll. Und wenn das funktionieren würde, Entschuldigung, wäre das natürlich extrem cool, weil das sind Funktionen, die nicht mal die Mavic-Modelle haben. Draußen
war es zu riskant, weil man kann dann nicht schnell wieder eingreifen, wenn der Wind das Ganze zusätzlich noch wegdriftet, weil man ist dann nicht mehr im Steuerungsmodus, sondern nur in diesem Automodus. Indoor kann man das mal ausprobieren. Es funktioniert prinzipiell erstmal, aber wirklich sehr mit Vorsicht genießen und wirklich nur eine kleine Spielerei, die man nicht praktisch irgendwo benutzen kann, also nicht fürs Filmen die Drohne damit irgendwo hinschicken kann, um den Kirchturm rumfliegen kann und zurückfliegen kann. Also alles in allem, auch von der App her, eigentlich eine coole Geschichte für 39 €. Eigentlich unglaublich für eine Spielzeug-Fun-Drohne, wenn man sie wirklich so sieht und nicht unter diesem Schwachsinnsansatz, es ist eine Konkurrenz zu den Mavic-Modellen, sondern einfach für eine 39 € Spielzeugdrohne, die auch ein super Geschenk ist irgendwie zu Weihnachten oder zum Geburtstag, auch für jüngere Kandidaten schon mal. Dafür eigentlich eine coole Geschichte mit coolen Funktionen, aber wenn man es mit den Mavic-Modellen oder mit den DJI-Produkten oder anderen höherwertigen Drohnen vergleicht, natürlich überhaupt kein Vergleich. Wenn wir uns jetzt mal die Apps von den Mavic-Modellen anschaut, da hat man Active Track, in dem man Objekte, sich selber oder beliebige andere Objekte frei verfolgen kann. Man hat Point of Interest, das heißt, man kann um irgendwelche sehenswerten Geschichten rumkreisen lassen. Man hat automatische Fotomodi, wo die Drohnen automatisch coole Szenarien abfliegen mit Rocket-Modus, Asteroiden-Modus und. Man hat den Waypoint-Modus, um komplizierte Autopiloten-Geschichten anzulegen. Man hat Return to Home. Unglaublich viele Funktionen, die nichts mit dem zu tun haben, was die kleine Drohne eben hier bietet. Aber wir reden auch über weit über 1.000 € oder 1.000 € und 39 €. Die Flugzeit, das haben auch unsere Tests ergeben, liegt so zwischen 5 bis 8 Minuten. Wir haben hier ziemlich kalt momentan, von daher geht die Flugzeit dann noch mal ein bisschen weiter runter. Die anderen Modelle werden angegeben mit 25 bis 30 Minuten, da typischerweise auch ein bisschen weniger im Praxisbedarf. Aber für eine kleine Mini-Drohne, günstige Drohne, ist das eine coole Flugzeit. Wie gesagt, zusätzliche Akkus kaufen, dann macht das Ganze Sinn. Reichweitentest. Die Drohnen hier mit dem OcuSync 1.0 oder OcuSync 2.0 schaffen bis zu 5 Kilometern im europäischen Standard, CE-Standard, im FCC-Standard bis zu 8 Kilometern. Ist natürlich nicht erlaubt, weil man darf nur in Sichtreichweite fliegen, aber theoretisch möglich bombastische Reichweite, die man wahrscheinlich nie erreicht. Mit der Drohne hier wollten wir es aktuell gar nicht ausprobieren, weil es ist einfach zu viel Wind. Man ist zu schnell aus dem Blickradius draußen, der Wind würde das Ding dann wegwehen. Mit WLAN, aber typischerweise und in dieser Bauform liegt die Reichweite bei 20, 30, 40 Metern vielleicht, dann ist es auch schon kaum noch steuerbar, kaum noch zurückholbar, weil gegen den Wind müsste sie ankämpfen. Das muss man in ganz großflächiger Umgebung bei absoluter Windstelle ausprobieren. Da hat man bis jetzt nicht die Chance, aber ziemlich sicher 20, 30 Meter Maximum, dann ist das Ganze Schluss und selbst das ist schon über das, was mit der Drohne überhaupt Sinn macht. Also als Fun-Drohne um sich herum oder Indoor fliegen, kein Problem. Dafür auch wirklich sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Mehr geht aber nicht. Außerdem hat sie, wie gesagt, diesen Headless-Mode, den man hier oben mit der Taste aktivieren kann, indem man die gedrückt hält. Ab da fängt sie auch an zu piepen, sodass man merkt, dass man in diesem Headless-Mode drin ist. Und die setzt die Richtung absolut. Normal hat man es ja so, wenn man vorwärts fliegt, ist links, links, rechts, rechts. Wenn man aber umdreht, ist ja das links von der Drohne das rechts von einem selber. Das kann natürlich neue Piloten extrem verwirren. Deswegen gibt es diesen Headless-Mode, der einfach festlegt, so wie man die Drohne beim Start hinstellt. Und das ist wichtig, dass man sie da wirklich von sich wegschauend hinstellt und nicht irgendwie quer, sonst kommt man überhaupt nicht mehr zurecht. Also gerade vor sich hinstellen mit Richtung wegwärts. Dann ist immer wegwärts, also vorwärts fliegen nach vorne. Auch wenn ich die Drohne quer habe und drücke nach vorne, fliegt sie immer noch von mir weg. Obwohl sie dann eigentlich nach rechts fliegt und selbst wenn sie mich anguckt und ich drücke von mir weg, fliegt sie von mir weg. Das macht das Ganze erstmal für Anfänger sehr einfach, erschwert aber auch später die Umstellung, wenn man mal richtig fliegen lernt. Und da sollte man eigentlich lernen, das Ganze im Kopf umzusetzen, wenn man auf sich zufliegt, es dann rechts, links ist und so weiter und so fort. Von daher empfehle ich diesen Modus gar nicht. Außerdem haben wir gemerkt, dass die Taste, die das hier an- und ausschaltet, sehr gern mal hängen bleibt. Und dann hat man natürlich das Problem, dass man nicht rauskommt. Und auch wenn man die Drohne beim Starten mal ein bisschen verdreht stehen hat, dann stimmt natürlich gar nichts mehr. Dann kommt man weder mit dem Kopf klar noch sonst irgendwas. Das Ganze wird noch viel schwieriger. Von daher den Modus gegebenenfalls erstmal nicht verwenden oder am besten gar nicht verwenden, sondern richtig fliegen lernen. Was eine coole Funktion ist, aber die man dadurch dann eigentlich auch nicht nutzen kann, die Drohne hat sogar auch eine Art Return-to-Home-Funktion. Das hat man ja hier in den Mavic-Modellen und in den teureren Drohnen überall mit drin, dass wenn der Akku leer ist beispielsweise oder Sie Ihre Verbindung verlieren, dann automatisch zum Startpunkt zurückkommen. Über GPS wissen Sie ja, wo Sie gestartet sind und fliegen dann diese Position automatisch bei Problemen wieder an oder wenn man eine Return-to-Home-Taste drückt. Das Ganze funktioniert hier natürlich nicht ohne GPS, aber trotzdem, wenn die Drohne einfach so weit weg ist und man nicht weiß, in welche Richtung sie gerade zeigt, was gesetzlich gar nicht erlaubt wäre, weil man muss ja immer so fliegen, dass man die Position noch erkennen kann, aber der Wind hat sie beispielsweise weggetrieben, man sieht nicht mehr, in welche Richtung sie gerade guckt und man will zurückkommen, dann kann man, indem man
Funktioniert aber nur, wenn der Headless-Modus aktiviert ist, indem man dann diese untere Headless-Taste drückt, kommt sie automatisch zu einem zurück. Zumindest in die Richtung, in die man steht, die man ja am Anfang beim Starten geeicht hat. Das heißt, sie stoppt auch nicht bei einem, sondern sie würde genau in die Richtung auch über einem drüber fliegen. Aber prinzipiell holt man sie erstmal wieder in den Sichtbereich zurück, kann die Taste loslassen und dann manuell normal weiter steuern. Ist aber eigentlich nutzlos, weil funktioniert eben nur in diesem Headless-Modus, den ich so oder so nicht empfehlen würde. Kommen wir gleich jetzt zum Fazit. Kurz zwischendrin, falls ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, bitte unten gerne auf jeden Fall das Abo drücken, damit ihr bei zukünftigen Videos auch wieder automatisch mit dabei seid. Gerne daneben auch die Glocke, damit ihr benachrichtigt werdet. Auf jeden Fall auch gerne ein Like hinterlassen und das Video kommentieren, wenn es euch gefällt. Ansonsten jetzt eben die spannende Zusammenfassung, nämlich was ist das Fazit? Also prinzipiell ist natürlich der Vergleich kompletter Schwachsinn. Man hat hier ein Produkt für 39 €, man hat hier Produkte für 1000, 1200, 300 €. Das sind schon fast Profi-Produkte mit perfekten Aufnahmen, perfekt ausgeklügelter Funktionalität. Das hier ist ein Spielzeuggerät, als das sollte man es sehen. Dafür kostet es auch nur, ich wiederhole es nochmal, 39 €. Selbst wenn man es mit 2, 3 Akkus kauft, also das große Paket, dann ist man bei 45, 48 €. Super Preis, es ist alles an Zubehör mit dabei mit Propellern. Es gibt sogar Ersatzteile, das gibt es von diesen Fun-Drohnen normalerweise nie. Man kann aber Propeller einzeln kaufen, man kann das einzeln kaufen. Ich empfehle euch, wie gesagt, direkt dann in China bei Banggood oder Gearbest zu bestellen. Hier oben nochmal der Link. Und dann ist das wirklich ein Top-Produkt, der Preis aber Schwachsinn. Auf jeden Fall nicht das Ganze als Drone X Pro kaufen, weil das, wie gesagt, erstmal der dreifache Preis von dieser Geschichte, obwohl es zu 100% dieses Gerät ist, also absolut baugleich. Dann noch diese dubiosen Kampagnen ringsherum, die Leute an der Nase herumführen und irgendwas suggerieren, was einfach Schwachsinn ist, also vergleichstechnisch. Trotzdem aber möchte ich es nochmal unterstreichen, wenn man jetzt diesen ganzen Marketing-Schwachsinn weglässt und das Ding einfach nur als Eachine E58 sieht, für 39 bis 45 €, ein echt cooles Gerät, was Spaß macht, wo man ein bisschen Fun mit haben kann, wo man keine gescheiten Luftaufnahmen mitmachen kann, aber was wirklich Laune macht, wenn man etwas ein bisschen Besseres haben will und sagt, man will um die 100 € ausgeben, dann eben nicht eine Drone X Pro kaufen, was ja das gleiche wäre, sondern zum Beispiel eine DJI Tello. Da blende ich euch hier oben mal unseren Testbericht ein. Noch mehr Funktionen, viel mehr Stabilität, auch nicht zu vergleichen mit den großen, aber ein cooles Einsteigermodell. Oder zum Beispiel die Star Wars Drohnen von Propel, da gibt es ja den X-Wing, den TIE Fighter und so weiter. Die Drohnen haben sogar Pseudo-Laserkanonen, können sich gegenseitig in der Luft abschießen. Das heißt, man kann Battles gegeneinander fliegen und. Die Flugsteuerung, Flugmechanismus übrigens auch extrem ähnlich. Ich würde sogar fast darauf wetten, dass die gleichen Innereien dran haben. Weil die Stabilität von der Drohne hat mich auch sehr an die Star Wars Drohnen erinnert, die sich wirklich auch sehr gut fliegen lassen. Auch kein GPS, stabil in der Luft, perfekt für Indoor, teilweise auch Outdoor, mit dem Fun-Faktor gegeneinander in der Luft kämpfen zu können. Wie gesagt, oben nochmal der Testbericht und ansonsten, wenn man was wirklich Gescheites haben will, mit allen Funktionen, State of the Art, Luftaufnahmen, die man verwenden kann für YouTube oder Urlaubsaufnahmen oder wie auch immer, dann ein Mavic-Modell. Die Mavic Air, die schon extrem günstig für, glaube ich, momentan 600, 700 € losgeht im kleinen Paket, oder die Mavic 2 Modelle dann hier eben ab 1200 € ungefähr, oder eine gebrauchte oder irgendwo noch eine Mavic 1 Modell hergattern, die ja gar nicht mehr produziert werden. Das unterm Strich das, was ich euch mitgeben will. Wie gesagt, als Fun-Produkt wirklich cool, als Eachine E85. Ich hoffe, diese ganze Auflösung und auch das, was uns hier überrascht hat, bringt euch weiter und hält euch auch davon ab, auf irgendwelche dubiosen Sachen reinzufallen. Hinterlasst gerne ein Like, wenn euch das Video gefallen hat, wenn es euch geholfen hat. Ich freue mich sehr, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn wir hier was posten und Videos online stellen über Profi-Drohnen, über Fun-Drohnen oder was auch immer. Abonniert gern unseren Kanal, wie vorher schon mal gesagt. Ansonsten habe ich mich sehr gefreut, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei gewesen seid und freue mich auf jeden Fall natürlich schon, wenn ihr nächstes Mal auch wieder mit dabei seid. Also bleibt nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal.